Begleite mich ins Plopsaland Deutschland. In meinem letzten Videobeitrag habt ihr ja gesehen, dass es hier bei der Eröffnung von der Brunzelt Wolf ja sehr, sehr voll war und echt sehr, sehr lange wir auch warten mussten, um diese Achterbahn überhaupt zu fahren. Heute sieht das Ganze nach 4 Wochen ganz anders aus. Es ist nämlich herrlich leer. Man kann gefühlt fast sitzen bleiben in der Achterbahn. Ich bin eben schon eine Runde GeForce gefahren, erste Reihe, hätte sitzen bleiben können. Skyscream, erste Reihe, hätte auch wieder sitzen bleiben können. Gut, bei der Wolf hat man eine kleine Schlange, aber Wartezeit, lass es 5 Minuten sein, also total easy. Nichts los, ruhig, Wetter ist auch okay, also kann man sich nicht beklagen. Und die Achterbahn ist schön, sie fährt, sie funktioniert, also keine Störungen oder irgendwas bisher. Und einfach eine tolle, schöne Familienachterbahn. Und was mir auch zu Ohren gekommen ist, es gibt hier einen neuen Snack. Und zwar gibt es hier Käsekuchen, und zwar schokolierten Käsekuchen am Spieß. Den werde ich heute mal probieren und werde euch berichten, wie er schmeckt. Ich nehme euch nämlich mit und probiere den Käsekuchen heute mal im Park. Da der Park gerade so leer ist und die Wartezeiten echt minimal, würde ich sagen, wir fahren jetzt mal eine Runde 100% Wolf. Oder was meinst du? Also komm, ich nehme dich mit auf die Bahn. Das war sie, die Fahrt auf 100% Wolf und sogar erste Reihe. Wie cool ist das denn? Ich weiß auch, vor 3 Wochen, als die offizielle Eröffnung war, war das nicht möglich, weil einfach zu viel los war, zu voll. Aber heute hatten wir die Chance, weil eben so leer ist, dass wir auch in der ersten Reihe fahren konnten. Und das Fahrgefühl in der ersten Reihe finde ich besser als in der letzten. Also ich finde es echt cool, weil wenn du den Hügel hochkommst, diese Sicht auf den See ist echt schön, also echt toll, ist wunderschön zu sehen. Und der Spike nach dem Löwenkopf,
der kribbelt so richtig im Bauch. Also wenn du ganz vorne erste Reihe sitzt und hochfährst und kurz vorm Rückwärtsfahren, das kribbelt so richtig im Magen. Also echt tolles Fahrgefühl in der vordersten Reihe. Und Gehkräfte merkst du auch. Also man merkt echt in den Kurven leichte Gehkräfte. Ich glaube, bei wärmerem Wetter, wie schon der Parkfan sagte, kann es sein, dass sie noch ein bisschen mehr Fahrgefühl und auch Gehkräfte entwickelt. Hat wahrscheinlich mit der Mechanik und mit den Schienen zu tun. Aber wie gesagt, Fahrgefühl, erste Reihe, ich finde es mega, sau cool. Genau, was machen wir jetzt? Mal gucken, also da es so leer ist, ich sehe gerade vor mir, ist so gar nichts los, zeige ich euch auch gleich. Fahre ich eine Runde auf der Wiki Frisbee Scheibe, weil die hat ja immer eine sehr, sehr lange Wartezeit. Und ich glaube, heute sollten wir das mal ausnutzen, weil es so leer ist und eine Runde auf der Wiki Diskus Scheibe fahren. Also nehme ich dich mit zur Wiki. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we and why? Also eben hatte ich ja noch bei der Wolf-Achterbahn vom Magenkribbeln die Diskusscheibe, also diese große Welle, die kribbelt ganz schön im Magen, also alle Achtung. Aber wenn wir es gerade vom Magen haben, ich habe ja versprochen, wir testen heute noch was. Also würde ich sagen, jetzt ab zu einem Kaffee und schokolierten Käsekuchen am Spieß, weil das soll echt gut sein. Werden wir mal gucken. Also gehen wir mal ausprobieren und testen was mal. Das ist er, Schokoladenkäsekuchen am Spieß, also Käsekuchen schokoliert am Spieß. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Aber zuerst ein Schluck Kaffee. Also zum Wohl. Und jetzt sind wir gespannt, also let's go. Wow. Zuckerbombe. Aber sau lecker. Also echt cool. Wirklich Käsekuchen und Schokolade. Hammergeil. Also wow. Es ist kein günstiger Spaß. Also der Kuchen kostet 6,50 Euro. Mit Kaffee 3 Euro. Also 9,50 Euro für Kaffee und Schoko-Käsekuchen. Ist jetzt nicht wenig. Kann man sich mal gönnen. Ja, wie gesagt, macht man mal, aber schmeckt saugeil. Also Empfehlung, wenn ihr mal im Plopsaland seid oder wo es die auch gibt, diese Käsekuchen in Schoko. Also probiert sie, echt ein Erlebnis. Sau lecker. Also in dem Sinne. Also ich glaube, bisher habe ich echt einen optimalen Tag erwischt, weil es echt sehr ruhig ist. Leckeres Essen und wie gesagt, man kann die ganzen Attraktionen echt easy fahren und teilweise sitzen bleiben. Also unter der Woche, außerhalb der Ferien, bei so einem mittelmäßig guten Wetter, optimal. Lohnt sich der Tag total. Und es hat Schoko-Käsekuchen, yummy. Aber auch Essen will gelernt sein.
So, nach dem leckeren Stück Käsekuchen und dem Kaffee würde ich sagen, da gerade die Sonne rauskommt, können wir mal eine Runde uns in die Wasserattraktionen trauen. Also würde ich sagen, eine Runde Dino-Splash, auf eigene Gefahr natürlich nass zu werden, weil manchmal hat man Glück und man kriegt gar nichts ab. Oder man ist natürlich klatschnass. Aber für euch, für dich und für die Gaudi würde ich sagen, eine Runde Dino-Splash, komm mit mir mit. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to. Also los geht's, eine Runde auf Dino-Splash. Hoffentlich werde ich nicht allzu nass, weil der ganze Wagen hier ist total nass. Oh. Oh Scheiße. Oh. Oh. Aua. Das hat wehgetan. Also bis jetzt habe ich noch Glück, aber das kann sich ganz schnell ändern, weil das sind heute Wellen abartig. Und der eine hat mich eben richtig gehauen. Autsch, autsch, autsch. Glück gehabt, mich hat es nicht ganz so hart getroffen, also hatte ich echt Glück. War eine sehr trockene Fahrt, Gott sei Dank. Würde ich sagen, auf dieser Fahrt echt Glück gehabt, weil allzu nass bin ich nicht geworden, etwas. Also hatte ich echt Glück, weil der Wellengang war echt abartig. Also teilweise hat es mich einmal richtig hingehauen, habt ihr ja mitgekriegt. Also wow, aber wie gesagt, nicht allzu nass, Gott sei Dank Glück gehabt. Das kann nämlich auch anders enden, wie wir wissen. So, und jetzt würde ich sagen, zur Trocknung eine Runde GeForce, weil wenn schon, kann man mal machen. Die Züge sind ja relativ leer. Oh, guck mal hier, Papa Schlumpf ist auch da. Auch cool, dass der mal hier rumläuft, so ein bisschen. Ja, und jetzt eine Runde GeForce zur Trocknung, kommt ganz gut. Heart size of the Amazon, hands down.
Expedition GeForce, was für eine tolle Achterbahn. Und im Juni 25 Jahre Jubiläum. Kann man kaum glauben, dass diese Achterbahn 25 Jahre alt ist, weil sie fährt immer noch super. Für 25 Jahre, also ein Fahrgefühl, Wahnsinn, echt geil. Und die GeForce ist für mich die beste Achterbahn mit der meisten Airtime. Weil ich glaube 7 Airtime-Hügel sind es, wo du aus dem Sitz gehoben wirst, einfach geil. Also so ein tolles Fahrgefühl, so eine schöne Achterbahn. Also auch die Streckenführung, ich finde sie toll. Und die Aussicht von ganz da oben auf dem ersten Hügel, einfach geil. Über die Pfalz drüber gucken, bei echt angenehmem Wetter. Gibt nichts Schöneres, wie auf dieser Achterbahn echt die Strecke entlang zu fliegen. Also ich liebe sie einfach. Und schön, dass sie um die Ecke ist. Also Homepark, GeForce, einfach cool. Und mal gucken, was die Zukunft bringt. Wir wissen, Wolf ist jetzt da und in 1 bis 2 Jahren, schätze ich mal, wird der erste Extreme Spinning Coaster in Deutschland stehen. Den einen kennen wir ja schon, im Blobser Belgien steht ja die Tomorrowland und die kommt ja auch hierher. Wahrscheinlich noch mal eine verschärfte Variante. Wir sind gespannt, was sich hier entwickelt in den nächsten Jahren. Wie gesagt, Schwimmbad kommt, Übernachtungsmöglichkeiten kommen und eben dann diese neue Extreme-Achterbahn. Ich bin gespannt. Du bestimmt auch. Ich bleib dran und werde es verfolgen. Ein erfolgreicher Tag im Blobsland geht zu Ende. Ich war nur noch runter auf der GeForce, auf dem Freefall Tower. Meyers Blütenspech bin ich auch noch gefahren. Also wie gesagt, wenn schon mal so ruhig ist, kann man das auch ausnutzen und eben sehr viel von den Attraktionen auch mitnehmen. Genau, der Käse-Schokokuchen war echt gut. Kann man mal machen. Klar, mit 6,50 € jetzt nicht gerade günstig, also schon teuer. Aber wann macht man das mal? Alle Tage. Also wie gesagt, kann man sich mal gönnen, aber echt lecker. Aber wie gesagt, echt ist halt ein bisschen teuer. Kaffee dazu, wie gesagt, komplett waren es 9,50 €, was ich bezahlt habe. Ist an so einem Tag, wenn man mal im Freizeitpark ist, klar, man weiß, es ist Freizeitparkpreise, also ist nicht immer günstig. Aber wie oft geht man in einen Freizeitpark, wenn man jetzt nicht gerade Freizeitpark-Fan ist, wie ich oder eben andere, die auf YouTube hier auch ihre Kanäle haben. Klar sind wir öfters, aber so für den alltäglichen Besucher kann man das mal machen. Passt. Genau, ich verabschiede mich jetzt auch für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt fit und gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Wahrscheinlich wird es dann im Mai Efteling und Toverland werden. Mal gucken, ich verspreche nichts, aber das ist schon mal geplant, da noch dieses Jahr hinzugehen. Deswegen kann es uns dann in dem nächsten Video wieder sehen. Bis dann, macht's gut. Ciao.